Hallo und herzlich willkommen bei Techniksalat. Falls du neu hier bist, mein Name ist Jens. Auf meinem Kanal gibt es jede Menge Techniksalat, unter anderem im Bereich der Videografie und Fotografie. Heute zeige ich dir, wie man in DaVinci Resolve 17 seinen Videos einen cinematischen Look verleiht. Dafür werden wir in unserem heutigen Beispiel ein 16:9 Video schnell und einfach anhand von schwarzen Balken und einer kleinen Animation in das typische Kinoformat CinemaScope 2,35:1 verwandeln. Direkt im Editor, wie hier zu sehen, befindet sich bereits unsere Test-Footage. In diesem Fall ist es mein erster Flug mit der DJI Mavic Mini. Dazu verlinke ich euch hier oben nochmal eine Playlist mit all meinen Flügen mit der DJI Mavic Mini. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch die gerne ansehen. So sieht das Ganze aus, ohne die schwarzen Balken oben und unten. Und wir wollen das Ganze ein bisschen cinematischer gestalten, ein bisschen aufpeppen. Dafür stoppen wir die Aufnahmen erstmal, gehen hier auf den Anfang. Bevor wir hier anfangen, unsere schwarzen Balken zu generieren, müssen wir erstmal wissen, in welcher Auflösung haben wir unsere Timeline konfiguriert. Dafür gehen wir hier unten rechts auf dieses Zahnrad, klicken da einmal drauf. Hier ganz oben sehen wir unter Timeline Resolution, welche Auflösung wir gewählt haben. In meinem Fall ist es jetzt eine 4K-Auflösung, aber es könnte durchaus auch auf Full HD stehen. Wie ihr jetzt für 4K-Aufnahmen oder Full HD die richtige Größe ermittelt bei den Balken, werde ich euch gleich anhand eines Beispiels vorrechnen. So, jetzt wissen wir, wie unsere Timeline konfiguriert ist in Sachen Auflösung. Dann gehen wir hier oben auf den Reiter Effects Library, hier oben, klicken da einmal drauf. Wenn es nicht schon offen war, dann erscheint jetzt hier unten ein Menü mit verschiedenen Effekten. Dafür nehmen wir uns den Adjustment Clip, den ersten Effekt hier in der Reihe. Diesen Effekt nehmen wir uns jetzt, halten die Maustaste gedrückt und ziehen ihn auf die nächstmögliche Bahn. Also in unserem Beispiel jetzt die Videobahn 2 über unserem Clip. Lassen dann los. Nun haben wir jetzt praktisch hier diesen Adjustment Clip. Als nächstes ziehe ich mir erstmal diesen Adjustment Clip auf die gesamte Videolänge. Jetzt wählen wir den Adjustment Clip einmal an, indem wir hier einmal reinklicken. Danach gehen wir hier oben rechts auf den Reiter Video und klicken dann hier bei Cropping einmal rein. Crop Top steht in diesem Fall für den oberen Balken und Crop Bottom steht für den unteren Balken. Hier kann man nun die Balkengröße beeinflussen, indem man den Schieberegler einmal verschiebt. Es geht oben und unten. Man den Wert direkt eingibt, zum Beispiel 200. Oder wenn man jetzt hier in dieses Sign-Feld geht und die linke Maustaste gedrückt hält und nun die Maus nach links oder rechts bewegt. Aber nun ist die Frage, wie ermitteln wir die exakten Werte für diese Balken? Das geht ganz einfach. Dafür ziehe ich hier kurz den Taschenrechner auf dem Bildschirm. Nun wollen wir unser 16:9 Video in einen CinemaScope Kino-Look bringen. Dafür müssen wir es in das Verhältnis 2,35:1 reduzieren. Dazu nehmen wir unseren Rechner, geben zunächst die Breite unserer Auflösung ein. Das wären in unserem Fall 3840. Teilen diese durch die 2,35. Bekommen dann raus 1634. Die schreiben wir uns auf. Bei einer 4K-Auflösung haben wir eine Pixelhöhe von 2160. Davon müssen wir noch den zuvor ermittelten Wert abziehen. Das heißt minus 1634 kommen dann auf einen Wert von 526. Entschuldigung. Die 526 gibt aber die Gesamtbalkenbreite an, also wenn es ein Balken wäre. Wir möchten aber hier oben einen schwarzen Balken haben und hier unten einen schwarzen Balken haben. Deswegen teilen wir die 526 nochmal durch 2 und kommen auf einen Wert von 263.
Diesen Wert von 263 schreiben wir uns am besten auf. Dieser gilt für den oberen Balken und für den unteren Balken. Wenn wir unsere Timeline jetzt auf Full HD konfiguriert haben, teilen wir den Wert von 263 einfach nochmal durch 2 und kommen dann auf einen Wert von 131,5. Den können wir entweder aufrunden oder abrunden. Also wenn ich mit einer Full HD Timeline arbeite, dann gebe ich meistens den Wert von 131 oben und 131 unten ein. So, nun wissen wir beide Werte für 4K Aufnahmen und für Full HD Aufnahmen. Dann können wir unseren Rechner hier erstmal schließen. Klicken wir einfach nochmal den Adjustment Clip einmal an, sodass der rot umrahmt ist. Und geben hier bei Crop Top unsere 263 ein. Und bei Crop Bottom auch nochmal unsere 263 ein. Und schon haben wir unsere Kinobalken. Dann schauen wir kurz mal rein, wie das Ganze wirkt. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber ich möchte das so haben, dass die Balken oben und unten so langsam sich aufbauen, also rein animiert werden. So wie man es aus dem Kino kennt, wenn der Film anfängt, dass es auf das richtige Format gebracht wird. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Dafür gehen wir nochmal an den Anfang unseres Clips, so wie hier, setzen unseren Marker praktisch hier an Anfang. Danach gehen wir hier rechts wieder in den Cropping-Bereich, setzen für Crop Top und Crop Bottom die Werte für den Balken mit diesen Tasten hier am Ende zurück. Einmal hier und einmal hier. Dann setzen wir für jeweils Crop Top und Crop Bottom ein Keyframe. Das macht man, indem man auf diesen kleinen Punkt klickt. Und für Crop Bottom auf diesen kleinen Punkt. Nun gehen wir wieder hier unten in unseren Editor, lassen das Video ein paar Frames laufen, bis wir zu einer Stelle kommen, wo wir sagen, okay, hier könnte es gut aussehen, dass die Balken jetzt komplett dargestellt werden. Das wäre jetzt ungefähr, sagen wir mal hier. Das Ganze kann man natürlich auch mit dem Jogwheel unter dem Vorschaufenster machen. Das geht, indem man die linke Maustaste gedrückt hält und die Maus jetzt nach links oder rechts bewegt. Da kann man dann ganz genau Frame für Frame skippen. Dann gehen wir wieder in den Cropping-Bereich hier oben und geben unsere Werte ein. Das waren bei Full HD 263 oben und 263 unten. Dann springen wir nochmal schnell an Anfang, gucken uns ein paar Sekunden davon an, wie das wirkt. Ja, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Der Vorteil, dass wir hier einen Adjustment Clip drüber gelegt haben, ist, dass wir damit variabel arbeiten können. Wir könnten zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass die Sequenz hier erst anfängt, rein zu animieren. Dann würde ich das zum Beispiel abspielen und dann würde es halt beginnen. Würde man die Sachen zum Beispiel direkt auf den Clip anwenden, also Crop Top, Crop Bottom, dass man die Balkenwerte praktisch hier mit einsetzt, dann könnte man das nicht so variabel verschieben, wie es hier geht. Außerdem wären diese definierten Werte nur für diesen Clip hier und nicht für den Folgeclip. Da das ja ein separater hier zum Beispiel ist, da müsste man dann entweder über die Copy-Paste-Funktion, also man kann ja auch Attribute von einem Videoclip auf den anderen kopieren, aber wenn man jetzt irgendwie 56 verschiedene Clips hier an der Reihe hat und man möchte überall diesen cinematischen Look haben, dann müsste man das praktisch auf alle dann übertragen. Da ist man mit dem Adjustment-Clip viel flexibler. Und noch eine Sache, wir haben ja jetzt so eine Einleitungssequenz, wo die Balken sich aufbauen, aber genauso möchte man ja auch, dass die Balken sich am Ende des Videos halt auch langsam wieder abbauen eventuell. Da geht man zum Beispiel hier an die Stelle zum Beispiel und dann gehen wir wieder bei Crop Top auf den Keyframe und bei Crop Bottom auf den Keyframe, setzen den Cursor direkt ans Ende des Videos und geben nun die Werte 0 und 0 ein. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Spielen das ab. Und jetzt sieht man auch, wie die Balken sich abbauen. Wenn man jetzt noch ein bisschen Feintuning in die Animation selber stecken möchte,
Dann kann man zum Beispiel hier auf dieses Symbol gehen und da kann man dann praktisch so ein Ease-In dann noch setzen, dass man praktisch hier wird dann angegeben, um welchen Balken handelt es sich. In diesem Fall ist es jetzt hier, wie hier angegeben, Crop Top. Das steht für den oberen Balken. Dann markieren wir diese beiden Elemente. Die Animation ist jetzt linear, die geht in einer Geschwindigkeit und stoppt dann abrupt. Man kann das aber auch noch so einrichten, dass es praktisch beschleunigt und zum Ende hin langsamer wird. Also man sieht es hier auch in der Kurve, man kann es auch manuell dann noch beeinflussen, indem man die Punkte halt noch verschiebt. Ich mache das jetzt mal für Crop Top und Crop Bottom. Hier markieren wir die ebenso und gehen hier auch nochmal auf ein Ease-In und spielen das Ganze jetzt mal ab. Es nimmt langsam Fahrt auf, dann wird schneller und ganz zum Ende bremst es dann ab. Ja, aber das ist alles Geschmackssache. Ich lasse das meistens auf den linearen Verlauf. So kenne ich das, so mag ich das und deswegen brauche ich da auch nicht viel tun. Aber ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt es so noch beeinflussen, wenn ihr das mögt. Ihr wisst, wie es geht. Falls ich dir mit diesem Tutorial ein bisschen weiterhelfen konnte, würde ich mich super über ein Like freuen. Ansonsten Fragen einfach in die Kommentare. Ich werde es versuchen zu beantworten, soweit es geht. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.